Hallo, ich habe letzten Monat Zerrissene Erde von N.K. Jemisin gelesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was nicht überraschend war, denn es ist ein sehr bekanntes Buch, ein sehr erfolgreiches Buch, was auch viele Preise gewonnen hat. Ich habe eine kurze Zusammenfassung von dem Buch in meinem Monatsrückblick für Juli gemacht und insgesamt gibt es einfach schon sehr viele Zusammenfassungen und Rezensionen im Internet. Deswegen würde ich das an dieser Stelle nicht machen, sondern ich habe mir überlegt, auf so Punkte in Bezug auf Geschlecht in diesem Buch einzugehen, weil ich darüber so ein bisschen mehr nachgedacht habe und es tatsächlich auch noch nicht in anderen Rezensionen gefunden habe. Das ist jetzt ein Versuch davon, es auszudrücken, was ich damit meine. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran, ob ihr das versteht, was ich überhaupt sagen will und dann, was ihr dazu denkt, auf jeden Fall auch. Die Geschichte wird ja aus verschiedenen Perspektiven erzählt, die von Mädchen und Frauen sind und spielt in einer dystopischen Welt, in der tatsächlich sogar Menschen gezüchtet werden, um bestimmte Eigenschaften zu fördern in diesen Menschen, also den Kindern dann. Und in solchen feministischen Sci-Fi-Geschichten, in denen es so eine gesellschaftliche Struktur gibt, ähm, ist es oft so, dass Frausein so eine Art, also nur eine Bürde ist. Also dass Frausein an sich einfach nur ein Kampf ist und dass es etwas Negatives ist. Und wenn es etwas Positives ist, dann ist es einfach dieses Muttersein. Dieses Element habe ich jetzt gefühlt nicht in Zerrissene Erde gefunden, was auf jeden Fall für mich das Lesen angenehm gemacht hat, weil es einfach schön ist, von Charakteren zu lesen, die jetzt einfach nicht nur hadern mit diesem Frausein und genau, sondern es einfach sein können. Und dieses Muttersein ist auf jeden Fall auch Thema in diesem Buch, aber es ist jetzt nicht das einzig Positive, was diese Frauen erleben. Tatsächlich hat dieses Muttersein viel komplexere und kompliziertere Wirkungen einfach auf diese Frauen in diesem Fall. Und das finde ich einfach ein bisschen interessanter und spannender, was Muttersein bedeuten kann. Gleichzeitig habe ich in diesem Kontext von Muttersein auch darüber nachgedacht, dass in vielen so feministischen Sci-Fi- oder Fantasy-Geschichten so unterschwellig auf jeden Fall so ein biologistisches Verständnis von Geschlecht da ist. Also dass alle Frauen ähm, Kinder gebären können müssen und andersrum. Also alle Menschen, die Kinder gebären können, auch Frauen sein müssen. Und das ist klar für mich sehr anstrengend zu lesen und das zieht sich dann so durch. Also häufiger werden ja so Körperlichkeiten in Büchern beschrieben und irgendwie müssen diese Cis-Autorinnen oder Autoren dann in jede Beschreibung von Körper auch gleich so eine Geschlechtlichkeit reinbringen, dass klar alle Frauen Brüste haben müssen, selbstverständlich, aber nicht nur das, sondern auch zum Beispiel die Beschreibung von einem kleinen Finger zeigen muss, welches, ob es jetzt einem Mann oder einer Frau gehört und alles andere ist eh nicht vorstellbar. Und gerade diese geschlechtliche Aufladung kann ich jetzt gerade aber noch gar nicht so genau an bestimmten Formulierungen oder sowas aufzeigen, sondern es ist einfach so eine Atmosphäre, die für mich beim Lesen entsteht und die das Ganze so ein bisschen unangenehmer, schwieriger macht zu lesen. Und in diesem Buch hat diese Atmosphäre gefehlt, was mir schon klar schnell aufgefallen ist, weswegen ich es auch so gerne gelesen habe. Aber tatsächlich richtig begriffen habe ich es erst in dem Moment, als Transpersonen in dieser Geschichte aufgetaucht sind. Andere Bücher, die so ein biologistisches Verständnis und eine biologistische Beschreibung von ihren Charakteren haben, die haben entweder zum Teil einfach gar keine Möglichkeit, Transmenschen zu denken und zu erklären, oder aber, wenn diese Transmenschen vorkommen, dann stechen sie so heraus und machen halt eigentlich innerhalb von dieser Logik keinen Sinn und werden dadurch nur so auf dieses Transsein reduziert und können nicht anders erklärt werden. Und das ist sehr unangenehm. Die Beschreibung von Transmenschen in Zerrissene Erde fand ich
für mich recht angenehm. Es taucht so nebenbei ein Trans-Mädchen auf und es gibt eine Transfrau, die ein bisschen mehr Raum in diesem Buch hat. Das sind beides Personen, die passen, und die Erzählerin checkt auch erst, dass es Transmenschen sind, als sie die beiden jeweils unbekleidet sieht. Zugegeben, in dieser einen Situation verwendet die Autorin diesen Standardsatz, es war ein Junge, dann ist es ein Mädchen geworden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es war ein Junge. Und das ist problematisch und wird ja auch häufig von Aktivistinnen kritisiert. Es ist total unklar, ob diese Person wirklich mal ein Junge war oder ob diese Person schon immer ein Mädchen war. Das weiß die Erzählerin einfach nicht. Aber insgesamt fand ich die Situation, in denen die Erzählerin das gecheckt hat, okay oder auch schon angenehm. Die Autorin hat diese Transfrau vorher nicht irgendwie anders dargestellt als andere Frauen. Und die Erzählerin, als sie das checkt, klar erfährt die Erzählerin einen persönlichen Punkt von dieser Transfrau, den sie vorher nicht wusste, aber insgesamt verändert sich ihr Verhalten dieser Transfrau gegenüber überhaupt nicht. Und auch in der Situation kam es mir so vor, als ob es jetzt nichts total Besonderes wäre. Oder auch als ob die Person zum Beispiel einfach nur die Augenbraue hochzieht, weil es so überraschend ist, sondern dass es einfach was ganz Normales ist, dass es halt Transmenschen gibt und dass einige davon passen und es deswegen nicht erkennbar ist, wer trans ist und wer nicht trans ist. Und damit haben mir diese kleinen Situationen irgendwie klar gemacht, dass Transmenschen, zumindest recht binäre Transmenschen, in dieser Welt von Zerrissene Erde denkbar sind. Das ist einfach nur meine Interpretation. Andere Leute können das anders gesehen haben. Für mich hat auf jeden Fall die ganze Atmosphäre so gewirkt, als ob das etwas total Normales ist. Und ich finde es einfach gut und angenehm, dass die Autorin hier so einen Raum gelassen hat, dass es vielleicht für manche Leute beim Lesen irgendwie viel wichtiger und krasser war, dass sie jetzt viel mehr über diese Transfrau wissen. Für mich hat es halt die Möglichkeit gelassen, die Situation so zu interpretieren, als ob es etwas Normales wäre. Und schon allein über diesen Freiraum der Interpretation bin ich sehr dankbar, da es einfach in vielen Büchern kein Raum gelassen wird. Da in vielen Büchern erstmal eine transfeindliche Reaktion kommt und die ist hier einfach weggeblieben. Scheinbar freue ich mich schon über die kleinen Dinge. Diese Beschreibung dieser Situation und insgesamt, dass sich es als nicht so biologistisch beschreibend wahrgenommen hat, hat mir einfach dieses Leseerlebnis so viel besser gestaltet und deswegen hat mir dieses Buch unter anderem so gut gefallen. Mich würde interessieren, ob meine Erklärungen irgendwie Sinn gemacht haben für euch, ob ihr das verstehen könnt. Wenn ihr das Buch gelesen habt, ob ihr das jetzt vielleicht auch in diesem Buch sehen könnt oder ob ihr das beim Lesen schon hattet oder ob ihr ein ganz anderes Gefühl dazu hattet. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, dann vielleicht, ob ihr über sowas schon mal nachgedacht habt und wenn ihr das sagen könnt, vielleicht auch in Bezug auf welches Buch, das würde mich genau auch sehr interessieren. Das waren erstmal so meine Überlegungen dazu. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir auch auf jeden Fall gerne. Es ist ein Versuch, ein Gefühl von mir in Worte zu fassen, aber genau, ich bin da auf jeden Fall noch nicht so ganz weit und fertig damit. Damit war's das. Bis bald!